unmittelbare Wettkampfvorbereitung, wo wir uns quasi gezielt auf den kommenden Wettkampf vorbereiten und da relativ hohe Intensitäten haben, und um eine Hyperkompensation zu erzeugen. Ja, mein Bruder, der Simon, der hat mich auch abgeholt und das wusste ich nicht. Also es war eine Überraschung. An sich ist es auch nur eine gute Übung, wenn man mit solchen Situationen umgehen muss, und am Ende ist ja alles gut gegangen. Oliver Zeitler, Rudern. Der erste Wettkampf waren die deutschen Kleinbootmeisterschaften. Im Vorfeld hatten wir schon ein paar interne Tests, da konnte ich auch immer gewinnen, also gut abschneiden. Und jetzt im vergangenen Wochenende konnte ich den ersten Weltcup, also die erste internationale Regatta, gewinnen. Also bisher läuft eigentlich alles wie am Schnürchen. Ja, in Krefeld haben die deutschen Meisterschaften stattgefunden. Da konnte ich dann meinen zweiten deutschen Meistertitel nach 2019 einfahren, nachdem in den letzten 2 Jahren die deutschen Meisterschaften leider nicht stattfinden konnten wegen Corona. Und ja, das war auch eine gute Regatta, würde ich sagen. Ich war jetzt nicht super vorbereitet darauf, aber letzten Endes konnte ich jedes Rennen gewinnen, dominieren, und ja, ich bin sehr zufrieden. Jawohl, bleib locker. Ja, genau. Also für mich persönlich sind die Europameisterschaften, dadurch, dass sie jetzt in München, in meiner Heimatstadt, stattfinden, natürlich das Highlight dieses Jahr, sogar noch ein bisschen höher einzuschätzen als die Weltmeisterschaften, die einen Monat später stattfinden werden noch. Ich möchte einfach eine gute Performance abliefern vor heimischem Publikum. Und so wie das in Glasgow war, ist ja auch die Aufmerksamkeit für diese Randsportarten, wozu Rudern ja auch gehört, auch sehr hoch. Und deswegen möchten wir das natürlich nutzen, um auch auf unseren Sport aufmerksam zu machen. Da müssen wir noch ein bisschen mehr die Streckung rausholen aus der Hüfte. Europameisterschaften sind im Rudersport. Das kommt natürlich immer darauf an, wie das Jahr aussieht, welche Überseenationen noch dazukommen. Aber in den letzten Jahren war es eigentlich immer so, dass die wichtigen Finals fast Europameisterschaften waren. Also da waren nur Europäer in den A-Finals vertreten. Von daher ist die Leistungsdichte sehr hoch und dürfte auch in München sehr hoch sein und spannende Rennen liefern. Wir Ruderer versuchen natürlich im Winter immer eine gute Grundlage zu legen, heißt viel Kraft aufzubauen, viel Ausdauer zu machen. Und dann, je näher es zum Höhepunkt kommt, werden die Intensitäten im Training höher, die Umfänge ein bisschen weniger. Das heißt, das Training wird härter, aber halt dauert nicht mehr so lange. Das ist das Gute. Jetzt auf München hin wird es natürlich jetzt auch immer intensiver, das Training. Das heißt, ich versuche dann wirklich auf Rennfrequenz viel zu machen, viel mit Tempospielen zu arbeiten, um dann eben auch optimal vorbereitet zu sein. Ja, letztes Jahr war natürlich in Tokio ein bisschen unglücklich im Halbfinale da auszuscheiden. Ich hatte leider ausgerechnet, dieses Rennen war das schlechteste in der ganzen Saison. Ich glaube, ich habe insgesamt in der letzten Saison nur 3 Rennen verloren, und inklusive dem Halbfinale da. Die anderen habe ich alle gewonnen, und ja, letzten Endes war ich, glaube ich, auch in keiner schlechten Form in Tokio. Ich werde das jetzt dieses Jahr wieder so machen, und dieses Mal muss halt dann das Glück auch mitspielen. Das ist im Rudersport halt auch immer so. Ja, ansonsten mental bereite ich mich eigentlich wie auf jeden anderen Wettkampf vor. Ich versuche cool zu bleiben, und ja, jetzt natürlich auch nach dieser Enttäuschung von Tokio da jetzt auch zu zeigen, dass ich eigentlich hier aufs Podest gehöre. Franka Henseleit, Triathlon.
ja, bin ich das auf München zugeflogen und habe es, glaube ich, immer noch nicht so ganz glauben können. Es war einfach so, oh krass, wenn ich jetzt da runterfliege, bin ich auf einmal wieder da. Meine Eltern standen ganz süß am Flughafen mit einem kleinen Plakat. Welcome home, glaube ich, haben sie drauf geschrieben. Die Türen sind aufgegangen, ich habe nur meine Eltern gesehen und auf einmal stand dann auch noch mein Bruder da. Der ist extra von Nürnberg hergefahren und das war auf jeden Fall auch richtig eine schöne Überraschung. Also ich war an der Queen's University of Charlotte in North Carolina und dort war ich zum Studieren. Also ich habe im Januar angefangen zum Frühlingssemester Psychologie zu studieren mit einem Triathlon- und Laufstipendium. Besonders in Erinnerung, ich habe viel gewartet. Also irgendwie kommen die Amerikaner nicht in die Gänge. Vor allem in Queens, das ist schon mal ein kleines Europa, was da rumläuft am Campus. Also mein Team hat ja so circa 30, 35 Athleten, aber wir haben Athleten aus 19 verschiedenen Nationen. Was Neues gelernt, so habe ich nicht. Also Triathlon ist doch, ja, dann irgendwo auf der Welt auch immer das Gleiche. Aber ich würde sagen, was ich mal ganz neu kennengelernt habe, ist so die Einstellung im Team. Das ist nochmal so ein ganz anderer Spirit, würde ich sagen. Auch wenn die Leistung vielleicht nicht ganz so krass ist oder ganz so hoch ist, ist da einfach so, also unglaublich viel Motivation und Freude dahinter. Das Highlight von der ganzen Saison waren dann die Nationals in Georgia. Es waren mehrere Wettkämpfe übers Wochenende verteilt, also es war Freitag und Samstag. Ich bin Freitag früh die Sprintdistanz gestartet und danach gleich noch in der Team Relay. Für mich war es auf jeden Fall ein richtig cooler Wettkampf. Also ich konnte die Sprintdistanz gewinnen und dann nochmal gleich in der Mixed Team Relay konnten wir auch nochmal gewinnen. Die European Championships, ja, ist auf jeden Fall ein sehr großes Event und auf jeden Fall eine große Messlatte. Also es ist sehr hohe Konkurrenz dort auch, an den Start gehen zu dürfen. Und für mich, ich bin jetzt gerade erst im ersten Jahr U23, also ich wäre sozusagen der jüngste Jahrgang, der sich schon qualifizieren dürfte und könnte. Aber für mich ist es einfach momentan kein realistisches Ziel, dort, sag ich mal, mit den Großen aufzunehmen. Europameisterschaften in Deutschland, dann auch noch in München, muss man dabei sein, also bitte alle kommen. Und ja, ich glaube, es ist natürlich jetzt auch, wenn ich nicht an den Start gehe, erstmal für Freunde und Familie, die trotzdem natürlich wissen, dass ich Triathlon mache, aber sowas dann mal so ein Riesenevent hautnah mitzuerleben, auch wenn ich nicht an den Start gehe, bin ich auf jeden Fall groß beim Anfeuern dabei. Felicia Laberer, Parakanu. Max Lemke, Kanu-Rennsport. Wir sind hier momentan in Brandenburg, genauer gesagt in Chiembaum im Bundesleistungszentrum und bereiten uns hier für den ersten Weltcup in Račice vor. Wo wir die ersten Teamboote so ein bisschen fahren und unsere Einsätze quasi festlegen und dann da uns auf die Welt- und Europameisterschaften vorbereiten. Wir sind gerade hier mit der Nationalmannschaft im Trainingslager für die Vorbereitung auf den Weltcup in Poznan. Ja, also bei Wettkämpfen sehen wir uns tatsächlich öfter als in Trainingslagern. In Trainingslagern trainieren wir meistens getrennt voneinander. Einfach, um halt das Training für jeden perfekt zu machen von den Zeiten her, weil man jetzt hier zum Beispiel im Chiembaum sich jetzt schon absprechen muss, wer wann auf die Strecken geht. Genau, aber mit den Kanadier-Damen fahre ich auch manchmal zusammen die GR1, weil das vom Tempo her sehr gut passt. Parasport rückt doch manchmal eher in den Hintergrund und gerade wenn wir es zusammen veranstalten, kann man auch noch mal zeigen, ja,
wir sind auch nur Menschen und können genau das auch mit Behinderung zeigen, unser Bestes. Und, ja. Na, wir haben jetzt 2 Weltcups in Račice und Poznan, also Tschechien und Polen. Dann haben wir noch mal einen Grundlagenlehrgang, dann haben wir schon unsere UWV für die Weltmeisterschaften in Kanada. Und von da geht es schon ziemlich direkt zu den Europameisterschaften nach München. Jonas, gut, okay. Das Besondere bei den European Championships 2022 ist, dass wir endlich mal wieder einen großen Wettkampf in Deutschland haben mit verschiedenen Sportarten. Haben wir im Sommersport schon ziemlich lange nicht mehr. Und ich glaube auch, dass es ziemlich gut organisiert ist. Ich bin ja jetzt schon länger dabei und habe das Gefühl, dass sich da echt viele Leute reinhängen, dass das ein cooles Event wird. Und die Regattastrecke in München ist halt auch unglaublich schön. Bei den European Championships 2022 würde ich ganz gerne wieder im Vierer an den Start gehen und auch noch einen zweiten Einsatz, entweder im Einer- oder im Zweier fahren. Ich bin ja letztes Jahr Europameisterin geworden. Das würde ich auch gerne dieses Jahr wieder, aber ich glaube, dieses Jahr wird es ein bisschen schwieriger.